Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns hier gerade live im Stream um 2:36 Uhr morgens. Wir haben hier gerade in meinen Geburtstag reingefeiert. Dankeschön für alle Glückwünsche, die gestern reinkamen, beziehungsweise heute, beziehungsweise immer noch. Und wir haben hier noch immer viele Gäste am Start. Unter anderem haben wir hier einmal den Chris-Ignil am Start. Herzlich willkommen. Oh, moin. Dann haben wir als nächstes den Derafin am Start. Hallöchen. Moin. Moin, moin. Dann haben wir einmal den El-Chefe am Start. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben den Raid-Boss Nunu hier am Start. Hallöchen auch an dich. Servus, Leute. Moin, moin. Und dann zu guter Letzt haben wir dann auch noch den Sergio Merjo hier am Start. Hallöchen. Es lübt der Lachs. Hallo. Hallöchen. Und ich hatte mir gedacht, in der Runde kann man auf jeden Fall mal, wenn man mal hier sich zusammen trifft, um sich zu versammeln, kann man auf jeden Fall mal hier mal ein bisschen geballte Shakes and Fidget, kompetente Ladung hier um 2:30 Uhr morgens auch mal raushauen. Ich wollte zuerst das Thema aufmachen für das Expeditions-Event auf EU7. Das werden wir aber im Nachhinein noch behandeln, weil ich hier meine Abenteuerlust schon geklickt hatte. Aber wir werden dafür auf das andere neue Feature eingehen, was ja momentan auf jedem Server gerade aktiv ist, und das ist der Gauker-Goblin. Ja, und da hatte ich jetzt gestern bereits schon abends gespielt und ich muss sagen, ich finde den Goblin ziemlich strong, muss ich sagen. Und da wollte ich auch mal die geballte Ladung der restlichen Shakes and Fidget Spielerschaft hier von den Creatoren aus mal hören. Aber meine persönliche Meinung ist, du hast halt jetzt einfach die Daily Quest am Tag komplett abgefertigt durch die 2 ersten Boni, die bei mir 9 Millionen plus 9 Millionen sind 18 Millionen und die hatte ich quasi durch die tägliche Aufgabe bekommen. Plus jeden Tag ab Stufe 632, wo ja alles an Gold gemaxt ist, 160 Millionen Gold, die du jeden Tag obendrauf auf deine täglichen Basispunkte dazu bekommst. Und wenn man das sich einfach mal hochrechnet auf einen Monat oder ein Jahr, finde ich das extrem stark. Was sagt ihr dazu? Ja, ist sehr stark. Perfekt, aber danke. Ich habe auch damit gerechnet. Das war das Video, vielen Dank fürs Zuschauen. Nein, also ich habe auch schon im Vorhinein gesagt, so eigentlich musste da noch ein bisschen obendrauf on top kommen. Dass es jetzt so viel ist, erstaunt mich aber fast. Aber ansonsten irgendwie, weiß ich nicht, hätte es jetzt die Umstellung nicht ganz gerechtfertigt, wenn es jetzt einfach nur das Gleiche für quasi Mehraufwand gegeben hätte sozusagen? Weiß ich nicht. Ob es jetzt wirklich ein Mehraufwand ist, ist halt immer noch dahingestellt. Wenn du den Daily Stuff machst, sieht es ja wohl so aus, als wenn du das schaffst, eigentlich. Ja. Also ich finde richtig gut zum Beispiel dieses eine gehasste Quest, besuche 3-mal Region XY. Mittlerweile, also ich hatte das heute tatsächlich sogar und ich habe es komplett ignoriert und ich habe trotzdem alle Boni, also Ja, ich habe nur den Daily Stuff gemacht. Ist eine enorme Erleichterung, weil man braucht ja 13 Punkte für alles, für das letzte. 13 Glockenpunkte, kann aber insgesamt 19 bekommen. Das heißt, du kannst diese 3 Gebietsdinger kann man einfach weglassen. Das ist dann vielleicht eher für Free-to-Play-Spieler, dass sie quasi mit Fleiß auch nochmal da ein paar Punkte machen können. Und was man auch nicht vergessen darf, was auch wegfällt, ist dieses Suche einen Edelstein in der Mine, aber Überraschung, die Mine baut gerade aus, hehehe, verarscht. Also, das fällt dann zum Glück auch weg und das ist schon enorm praktisch dann. Ja, also als die tägliche Questaufgabe hier immer so neben dem Klo hang, oder hier war das, glaube ich, ja, da war das ja immer so, okay, dir wurde was quasi aufgebunden, was du halt erledigen musst. Jetzt hast du so ein bisschen halt auch eine Variation an Auswahlmöglichkeiten, wie Chris schon sagte, okay, wenn ich darauf keinen Bock habe, dann mache ich halt irgendwas anderes. Und du hast hier halt zuallererst, wie ihr bereits vielleicht schon gesehen habt, 2 verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Einmal sind das Glockenpunkte, die mehr Glocken geben.
Das sind einmal die hellblau unterlegten Sachen. Ja, da läuten die Glocken auf jeden Fall. Das solltet ihr auch definitiv auf YouTube hier auch, perfekt, Dankeschön. Und dann haben wir hier einmal dunkelblaue Glocken unterlegt und die sind weniger wertvoll in dem Moment. Das sind quasi die statischen Aufgaben, wie ich das verstehe. Das ist sowas wie drehe 20 Mal am Glücksrad, mach eine Hydra, mach Unterweltkämpfe, zerleg was beim Schmied, werf was in eine Toilette. Die geben dir zum Beispiel nur eine Glocke. Also die sind nicht ganz so wertvoll, aber die sind halt jeden Tag da und die ändern sich wahrscheinlich auch nicht. Was sich halt ändert, sind halt diese hellblauen unterlegten, das sind die variablen Sachen. Und die geben halt, wie ihr schon seht, zum Beispiel hier einmal 4 Glocken. Dafür muss man halt aber auch einen epischen Gegenstand in die Toilette werfen. Was jetzt, ja, der eine machen kann, der andere muss es nicht. Man könnte halt auch auf anderen Wegen bis zu den 13 Punkten jetzt in mein Falle kommen. Das ist auch nochmal so ein Ding. Und zwar, wenn ihr hier auf Informationen klickt, dann werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass bei euch vielleicht eine andere Nummer dasteht. Bei mir sind es jetzt gerade 13. Das kommt halt eben darauf an, was ihr für Aufgaben abgeschlossen habt. Habt ihr zum Beispiel den Arena Manager, so wie ich zum Beispiel, durchgespielt, dann kann dementsprechend dort keine Aufgabe euch mehr angeboten werden. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel, falls ihr so eine Aufgabe haben solltet, nicht mehr eure Runen opfern oder ich weiß nicht, ob es diese Aufgabe gibt oder einen Boost kaufen oder so. Keine Ahnung, ob es das geben wird oder nicht. Ich hoffe nicht. Würde ich ein bisschen zu hart finden, meiner Meinung nach. Aber dementsprechend, oder die Pets, wenn die zum Beispiel durchgespielt sind und ihr die nicht mehr füttern könnt, dann entfällt halt auch eine Aufgabe. Und das ist halt eben hier geschuldet, dass man weniger Aufgaben hat. Ja. Dazu kann ich direkt auch nochmal eingreifen. Das gilt natürlich nicht nur, wenn man die Dinger durchgespielt hat, sondern wenn man sie natürlich noch nicht freigeschaltet hat, kann man natürlich da ja auch keine Aufgaben machen und dementsprechend fallen die Features auch weg. Und meine Personal Opinion, sage ich jetzt mal dazu, also meine eigene Meinung, ist, dass es zwischen Mid- und Late-Game, also wenn man einmal alles freigeschaltet hat oder halt wenn man kurz davor ist, die Sachen alle fertig zu machen, ist das ziemlich geil, gerade auch für Free-to-Play-Spieler. Am Anfang, das hatte ich jetzt auch schon in anderen Streams gesehen, die das Feature getestet haben, ist es ein bisschen blöd, weil es gerade am Anfang, wenn du noch nicht die Möglichkeit hast, die ganzen Features zu nutzen, beziehungsweise die ganzen Aufgaben hast, ist es ein bisschen schwierig für Free-to-Play-Spieler, alle Aufgaben zu erfüllen, um die 13 Punkte zu bekommen. Das ist der einzige Negativpunkt, den ich da an diesem ganzen Aufgabensystem hätte. Was ich dementsprechend auch noch ein bisschen blöd finde, ist, weil die Abhackliste natürlich weg ist. Das sieht man jetzt auch gerade. Du hast einmal tägliche und Eventsachen und weil die Aufgaben teilweise auch durchrotieren, fehlen natürlich auch einige Sachen, die man eventuell vergisst. Ich persönlich würde mir da wünschen, dass es da noch einen dritten Tab gibt, wo man halt einfach generell so die Dinge hatte, wie man früher bei der Abhackliste hatte. Dinge, die man täglich machen muss, die man dann nicht vergisst. Das ist so der einzige Kritikpunkt neben dem Early Game für Free-to-Play-Spieler. Ansonsten finde ich persönlich das Feature auf jeden Fall schon ziemlich geil. Es ist halt einfach mal was Erfrischendes. Alleine schon die Tatsache, dass es halt einfach durchrotiert zum Teil, ist sehr, sehr angenehm. Das ist halt mein Senf, den ich mal dazugeben kann. Ansonsten wäre das auch grundsätzlich alles, was ich dazu sagen könnte. Ja. Ja, also bin ich ganz deiner Meinung. Die täglichen Aufgabenliste sollte trotzdem abgehakt sein, weil man geht jetzt. Für mich war halt die Abhakliste davor so eine Orientierung, okay, am Ende des Tages habe ich alles geschafft und dann gucke ich da nochmal rein und sehe auf den ersten Blick, okay, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Hier hast du zum Beispiel Aufgaben nicht gelistet, die du halt auch nicht machen kannst. Zum Beispiel die Pets bei mir, die sind halt noch offen. Die kann ich jetzt machen, aber die sind halt nicht in der Abhakliste hier drin, weil die für mich nicht mehr dazu zählen als Aufgabe, weil ich das Ding schon durchgespielt habe. Sowas wäre halt nützlich, trotzdem noch zu implementieren, weil die Funktion der letzten Aufgaben oder Abhakliste, die ist halt komplett weg dadurch, ne? Und das macht das Ding so ein bisschen schade, dass man das nicht mehr hat. Ansonsten, ja, wie gesagt, skillpunkttechnisch lohnt sich das volle Kanne. Ich weiß nicht, zum Beispiel Chris, hast du gecheckt, was du an XP bekommst? Ist das auch so ungefähr gleich der täglichen Aufgabe, die hier in der Taverne war? Ist exakt das Gleiche. Ja, also hat man dadurch zum Beispiel keinen XP-Nachteil. Eigentlich nur einen Vorteil, weil man halt eben noch plus da oben drauf 160 Millionen Gold bekommt dann nachher, wenn man maxed out ist. Plus,
Dann, wenn die Events auch noch gestartet sind, die haben jetzt diese Woche zum Beispiel nicht geöffnet, weil das Event halt Mittwoch gestartet hat und das nur bis Donnerstag geht. Das heißt, man konnte es nicht erreichen, aber nächste Woche wird das wahrscheinlich dann gestartet werden und dann hat man oben drauf, on top, auch noch ein zusätzliches Bier, was man finden kann und das ist natürlich für Free-to-Play-Spieler auch sehr gut, weil halt auch eben dort, das hatte zum Beispiel der El Chefe gesagt, ne? Da kannst du ja auch nochmal kurz deine Meinung zu geben, auch eine sehr gute Sache für Free-to-Play-Spieler ist, ne? Ja, definitiv. Also die oben rotierenden scheinen auf jeden Fall auch für Free-to-Play-Leute machbar zu sein. Und das sind ja nun mal die am meisten Glocken bringen. Die unteren kann man durch Fleißarbeit erreichen. Also sehe ich da eigentlich keinen Grund. Das Einzige, was ich bisher gesehen hatte, war ein Epic in die Toilette zu werfen oder zerlegen. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich gesehen hatte. Das war bei den oberen Glocken dabei. Aber selbst das kriegt man ja auch durch die Events am Wochenende sehr gut hin, eine Epic auf Tasche zu haben. Das hat man ja früher auch gehabt, so wenn man wusste, okay, heute ist es wieder so weit, dass man ein Epic reinwerfen muss, um die Quest zu erledigen, dann hat man das ja immer irgendwo aufbewahrt, ne? Ja, genau. Ja, und so Weil ist es. Ja, Dann müsste es ja im Early Game doch recht gut machbar sein, auch für Free-to-Play-Spieler, weil ich hatte jetzt ja auch mit einem Level 40er das getestet und der hatte nur 3 von diesen dunkelblauen und der Rest, die auch viele Punkte gegeben haben, waren dann diese optional und das... Ja, ich hatte auf jeden Fall Streams von anderen Free-to-Play-Spielern heute schon gesehen, wo die echt Probleme damit hatten. Ich finde, das muss man auf jeden Fall noch beobachten. Was ich vielleicht auch sehr interessant fand, ist, ich habe jetzt einen Charakter mit Stufe 369 und Shepard zum Beispiel hat einen höheren Char als ich und irgendwie hat Shepard zum Beispiel weniger Aufgaben als ich, so wie ich das jetzt verstanden hatte. Das war ein bisschen Genau, obwohl komisch. ich nichts abgeschlossen habe. Also ich habe natürlich den Märchenturm abgeschlossen, aber das habe ich ja auch. keine Abgabe sein. Ja, genau. Also wir sind ungefähr halt im Grunde auf dem gleichen Stand, aber er hat mehr Aufgaben als ich. Nee, ich habe mehr Eine Aufgaben. weniger. Ja, Ja, genau, oder irgendwie 2. so. Auf jeden Fall gibt es da eine Differenz und ich check Das noch ist nicht so bisschen ganz, wo die seltsam, herkommt. Ja, genau. Deswegen würde mich auch interessieren, vielleicht an die Leute, die das Video jetzt sehen, vielleicht, wie das bei euch aussieht, wie viele Aufgaben habt ihr. Ihr könnt das, glaube ich, recht easy auch sehen. Ich meine, Dorsa kann das auch mal kurz zeigen. Unter Gaukler Goblin, wenn man unter Info drückt, dann sieht man das da, wie viele Aufgaben man hat. In seinem Fall wären es 13. Ich habe jetzt 16, was ja auch daran liegt, dass ich halt noch mehr Sachen offen habe als er. Aber es macht halt keinen Sinn zwischen mir und Scheffel. Deswegen. Genau, weil ich habe 14. Genau, und deswegen ist das ein bisschen verwirrend. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Mhm. Ja, könnt ihr ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich auch mal interessieren. Also auf jeden Fall hat es definitiv was mit den Sachen zu tun, die man freizuschalten hat, aber anscheinend gibt es da untereinander auch noch Unstimmigkeiten. Und ja, das wären so auf jeden Fall... Ja, was sagt ihr so zum Balancing? Also goldtechnisch gesehen findet ihr das zu viel, zu wenig? Auf Long Term, da sind gerade so Spieler wie Derafin und Igne gefragt. Naja, Oder wenn es also jetzt Gold. jeder kriegen kann, dann ja, ist es halt mehr Stärkezuwachs in kürzerer Zeit, aber halt erhältlich für alle. Mhm. Ja, das ist dann halt im Endeffekt einfach 10% mehr oder so. Macht den Kohl jetzt auch nicht fett, aber es ist halt ein nice to have. Ja. Und Gold, ich sag mal so, interessiert mich schon seit längerer Zeit sowieso gar nicht mehr. Insofern Ja, okay. nice to have und nimmt man so mit. Mhm. Es ist ja jetzt auch nicht übertrieben viel, es ist halt irgendwie so 1,5 Mal Stadtwache. Und es macht halt nochmal, also ich finde es vom Grundgefühl her einfach besser, weil man dann jetzt diese ganze Abhakliste einfach auf was hinarbeitet. Und das hatte mir schon mal jemand am Anfang gesagt, also jemand, der Anfänger ist, schon mal gesagt, du machst diese Abhakliste und dann bekommst du einfach nichts dafür. Und das ist einfach so in heutiger Sicht wahrscheinlich, ja, will man halt natürlich für alles Mögliche eine Dopaminausschüttung und, Ja. und vom Spielgefühl her ist es dann wahrscheinlich einfach so ein bisschen modernisiert. Und was mir auch gerade eingefallen ist, was unbedingt noch aktualisiert oder verbessert werden muss, dass man einen Shortcut zum Goblin hat. Genau. Man kann jetzt aktuell nicht mehr per Doppelklick auf die Abhackliste oder auf den Goblin kommen, sondern muss jedes Mal auf die Stadtansicht. Das wird Das hoffentlich das dann... Wichtigste überhaupt. Und, ja, weil sonst ist es ja kein Quality of Ja. Life, sondern es ist eher umständlich. Ja. Zum anderen, was ich noch sehr interessant finde, ist, also von den täglichen Dingen her ist es ziemlich interessant.
Was mich halt noch interessieren würde, ist persönlich, aber das wird sich dann auch erst die Tage zeigen, sind die Eventaufgaben. Dazu kann man leider noch nichts sagen. Ich habe ein bisschen Angst irgendwie, dass das ein bisschen zu krass wird oder keine Ahnung, oder auch zu schwach. Also dass es halt einfach unbalanced ist. Aber overall finde ich das dann bis jetzt auf jeden Fall einen ziemlich guten Ansatz. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es halt ziemlich krass, wenn man jetzt sieht, dass man jetzt jeden Tag 160 Millionen durch die täglichen bekommt, plus Event-Zusatzboni auch noch mehr dazu. Also die Skillpunkte steigen auf jeden Fall, wenn man es jetzt so auf die Woche, Monat und ein Jahr hochrechnet, ziemlich deutlich nach oben. Und ich denke mal, dass die ersten Spieler nächstes Jahr dann auch die sechsstellige Basispunktanzahl pro Jahr knacken. Und das wird auf jeden Fall auch mitunter helfen hier mit den täglichen Belohnungen und das 12. Bier, was man pro Woche hat und so. Wird sich zeigen, aber wenn es halt auch jeder hat, ist es halt auch wieder fair. So, und das sind halt Aufgaben, die kann jeder jeden Tag machen irgendwie. Man kann sich ein bisschen aussuchen, das variieren. Genau. Ansonsten, was ich noch so sagen kann, wir hatten gestern im Stream zum Beispiel den Color Director von Shakes and Fidget im Chat gehabt, das war auch sehr cool. Er hatte noch gesagt, dass auf jeden Fall noch so ein bisschen was am Design vom Goblin getan wird, dass der noch ein bisschen überarbeitet wird, weil er noch ein bisschen zu unkenntlich im Moment ist. Also das Feature ist ja jetzt auch erst einen Tag draußen, also von daher wird da dementsprechend wahrscheinlich in der Zukunft auch noch ein bisschen was passieren. Und ja, das erstmal auf jeden Fall so unser kleines Feedback zur neuen täglichen Abhakliste, dem Gauker-Goblin, verkündet lautstark und ununterbrochen die täglichen Aufgaben für besonders motivierte Helden. Ja, vielen lieben Dank an die Leute hier, die heute zu Gast gewesen sind. Vielen lieben Dank an El Chefe, Raidboss, Sergio, Derafin und Chris, die heute da gewesen sind. Ich bedanke mich und ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Und wir sehen uns. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt wäre der Moment, wo ihr euch noch verabschieden könnt. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Gehört, dass ich verfolgt habe? Dankeschön. Nochmal auf Krampf hier nochmal. Wie die letzten Dullis hier alle tschüss. Ja. Weißt du, so um 3 Uhr morgens nochmal.